Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind Anna und Thierry. Und wir nehmen euch wieder mit auf unserer Reise durch Frankreich. Im letzten Video haben wir uns unter anderem Annecy und die Wasserfälle Enghien angeschaut. Und nun wollten wir zum Lac du Mont-Cenis fahren, aber mehr dazu gleich im Video. Viel Spaß beim Anschauen! Heute Morgen sind wir vom Camping Municipal de Lilas in der Nähe von Lons-le-Villars gestartet. Ich fasse jetzt mal diesen Vormittag zusammen. Wir sind ja heute Morgen ohne Frühstück losgefahren. Das machen wir eigentlich grundsätzlich gar nicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass es anfängt zu regnen und so war es ja dann auch. Als wir alles zusammengepackt hatten, fing es an zu tröpfeln. Und es zog auch mal weiter zu. Also ich gehe mal davon aus, dass es wirklich dort geregnet hat. Dann wollten wir den Pass hochfahren, den wir gestern schon mal hochgefahren sind, wo wir dann da im Nebel stecken geblieben sind, weil wir dann da weiterfahren wollten. Da wollten wir in Richtung La Grande Croix Sousa. Da wollten wir lang fahren. Also schön ein bisschen in die Westalpen. Da war Route Barrée, also die Straße war geschlossen. Haben wir gedacht, wahrscheinlich möglicherweise wegen Schneefall, weil es hat die Nacht nämlich tatsächlich, also ich glaube, wir haben auf 2000 Meter übernachtet und ein paar Meter höher hat es geschneit, hat man gesehen, lag Schnee. Also wir dann mal ganz mutig weitergefahren. Dann standen aber ganz viele LKWs und waren auch einige Bauarbeiter und Thierry konnte sich ja dann sehr gut mit ihnen unterhalten und dann hieß es, nee, nicht wegen Schnee, sondern sie machen die Teerdecken neu. Ja, also dann haben wir hin und her überlegt, ob wir das probieren, aber so bei frischem Teer zu fahren, also ich fand es jetzt nicht so prickelnd, ich glaube, Thierry hat es versucht. Auch nicht, okay. Nicht besonders. Muss man nicht unbedingt machen, deshalb sind wir umgekehrt. Okay, dann hieß es, okay, ich glaube, die Umleitung waren dann 40 Kilometer oder so? 70 Kilometer mehr. Aber sagt, okay, gut, dann fahren wir 70 Kilometer Umleitung. Und wir sind dann nicht so weit gekommen. Und dann standen wir an der Mautstelle und ich habe erst gedacht, ich lese nicht richtig. Kostete die Tunneldurchfahrt 54 oder 55 Euro. Eine Fahrt. Eine Fahrt. Ja, also da haben wir dann beschlossen, wieder umzukehren. Da hat uns ein sehr netter Feuerwehrmann hat uns dann geholfen, wieder, weil wir waren ja schon vorgefahren, an die Mautstelle wieder rauszufahren. Dann hatten wir immer noch nichts gefrühstückt, weil Thierry hat mir erklärt, in Frankreich ist das gar nicht üblich, dass es so Cafés gibt, wo man morgens schön frühstücken kann. Das macht man in Frankreich nicht, das war mir irgendwie nicht bewusst. Die machen nachmittags auf, nachmittags kann man dann was essen. Also ich habe dann auch in einem Hotel gefragt, es war total süß, aber die machen halt auch nur für Hotelgäste. Jedenfalls kein Frühstück und wir weitergefahren. Ich habe ganz vergessen, wie es dann weiterging. Achso, dann haben wir beschlossen, dass wir eben in eine andere Richtung fahren. Und zwar jetzt südlich in Richtung. Wir fahren jetzt Richtung Alpe d'Huez, Col de la Croix de Fer. Ja, und dann unser Endziel. Endziel ist Lac de Sainte-Croix, wenn wir es bis dahin schaffen. Genau, also ja, aber das ist jetzt erstmal... Es ist noch ein bisschen bis dahin. Genau, weil da soll es nämlich etwas schöner sein und wärmer und das merken wir jetzt auch schon. Ihr seht ja auch, ich bin jetzt wieder im T-Shirt. Wir hatten, als wir losgefahren sind, eben heute Morgen 5 Grad. Also die Nacht hat es bestimmt gefroren, es war richtig kalt. Und der nette Bauarbeiter sagte auch La Flotte soll es da oben sein. Und das ist ein Wort, was ich wirklich kenne. Ich glaube, es ist umgangssprachlich, oder? La Flotte? Ja, genau. Das heißt, es pisst ohne Ende. Also, Starker Regen. Ja, okay, starker Regen, genau. Also deswegen haben wir gesagt, nee, also Westalpen, so schön wie sie aussahen, wenn wir sie mal gesehen haben, wir müssen jetzt erstmal rausfahren und ein bisschen südlich, um ein bisschen schöneres Wetter zu bekommen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, denn wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier im Urlaub und wir hoffen einfach, wenn wir jetzt ein bisschen im Süden sind, dass wir dann vielleicht nochmal auf dem Rückweg dann vielleicht nochmal reinfahren können. Das werden wir einfach schauen, wie sich das Wetter so entwickelt. Ja, jetzt bin ich aber noch gar nicht hier, wo wir hier waren, ne? Also wir sind dann umgekehrt wegen des Tunnels und dann dann haben wir gesagt, okay, wir fahren aber jetzt keine Autobahn, denn wir haben ja immer noch einen Bäcker gesucht, um zu frühstücken. Und dann kam die nächste Umleitung. Wir mussten auf die Autobahn fahren, weil die Route war gesperrt. Also wir vermuten mal ganz stark, dass da unten wirklich der Fluss überall über die Ufer getreten ist. Das hat man ja auch bei unserem
Campingplatz gesehen, der kein Campingplatz mehr war. Die Straßen hat es hier wirklich weggerissen. Und da stand dann auch, dass die Autobahn kostenlos ist bis zur nächsten Station. Und dann sind wir halt doch Autobahn gefahren. Das war irgendwie ein ganz lustiger Morgen. Und die Straße, wo wir jetzt unterwegs sind, ist gesperrt. Ach ja, stimmt. Entschuldigung, war ich noch gar nicht. Genau. Und jetzt haben wir uns dann eine andere Straße ausgesucht und jetzt fahren wir gerade an einer gesperrten Straße. Also ja, wir wissen jetzt noch nicht warum und wann, vielleicht kurz am Ende. Das werden wir sehen. Also der Tag ist heute spannend. Gefrühstückt haben wir dann tatsächlich Mittags. Ja, mittags. Und auch nicht so ganz schön, sondern auf dem Parkplatz. Die Sachen, die es da gab, waren lecker, aber man konnte sich da nicht wirklich gemütlich reinsetzen. Wir haben dann tatsächlich im Auto gefrühstückt. Aber wir haben jetzt endlich mal was gegessen, das ist schon mal ganz gut. Also Frühstück und Mittagessen gleichzeitig. Und ja, jetzt fahren wir diese wunderschöne Strecke. Gesperrte. Die wunderschöne gesperrte Strecke und schauen mal, ob wir zu dem Col de la Croix kommen sollen. Das Gute ist ja, dass uns der Bauarbeiter, der hatte uns gesagt, dass das besonders schön sein soll hier. Da haben wir gesagt, ja, da können wir jetzt langfahren auf dem Weg ein bisschen in den Süden. Also wir lassen uns überraschen. Also ich meine, der Tag, wir haben jetzt gerade mal 12:47 Uhr, er ist ja noch lange nicht zu Ende. Überall treffen wir wieder Radfahrer, die hier hochfahren oder runter. Fütterungszeit für die Mäuse auf einem kleinen Parkplatz hier in den Bergen. Amira muss wieder erst umräumen. Ami, lass es. Amira, lass es. Einfach aufessen. Durchfallen. Guck mal, wir sind von da gekommen, das Tal, siehst du? Erstmal durch den Berg kam. Da, das Tal, hier durch den Dorf, hier die Straße hoch. Hier, die Ecke hier. Dann kommt, guck mal, das Fahrradfahrer da. Irgendwo wahrscheinlich. Dann muss man da und da. Und da drüber. Und dann sagen wir. Spannend, oder? Da vorne kann man auch anhalten. Ja, Chalet du Col de la Croix de Fer. Willst du anhalten? Ja.
Zielort ist schon wieder Barré in 600 Metern. Es gibt übrigens keine Umleitung, wenn ich das hier so richtig gesehen habe. Ja, die diskutieren auch schon. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass Bonjour. Je voulais pas vous interrompre dans votre conversation. Non, on est juste planté au milieu de la route, c'est normal. Mais la route est barrée ou pas? Oui, Allez voir, mais je pense qu'elle est barrée. ouais, de 14 à 16. Mais toutes les routes sont barrées là quand on n'arrête pas de tourner en rond. Vous pouvez passer par la piste en bas. Ouais, avec ça, ouais, ça passe. Comment ça veut dire? Expliquez-moi. Déjà, allez voir déjà si c'est barré. Au pire, vous faites demi-tour, vous avez la place de tourner. Et après, vous arrêtez là, on va vous guider. Après. Voilà. Surtout avec lui, et lui c'est à Royal, À Royal? à Billard. Ah, sans blague. Ouais. Ah, bon, Ah, c'est vrai, on va voir. Alors peut-être là tout de suite. ça marche. La route est vraiment barrée. Nenn, sprich Deutsch. Sehr gut. Ah, erklär. Ganz einfach. Die Brücke wird repariert, ja. Die Straße ist komplett gesperrt. Für die nächsten 2 Stunden kommt man nicht durch. Also bis 4 Uhr kommt man nicht durch. Das ist jetzt schon unsere 5. Sperrung oder so gefühlt. Das ist der Hammer, echt. Ja. Wahnsinn. Aber gibt es denn eine Umleitung? Habt ihr schon was erfahren? Nee. Keine Umleitung. Nur 2 Stunden zurück. So, also hier reißen sie jetzt gerade eine Brücke ab. Und für die nächsten 2 Stunden geht hier wohl gar nichts. Also mindestens 2 Stunden. Und Umleitung gibt es keine. Also die Straße ist jetzt wirklich für mindestens 2 Stunden gesperrt. Standen ja jetzt eine Menge, ich glaube fast ausschließlich deutsche Motorradfahrer da noch. Jetzt hat uns ein Einheimischer gesagt, dass es eine Umleitung gibt, aber da muss man wohl durch den Bach fahren und das schaffen wohl die Motorradfahrer nicht, deswegen versuchen wir das jetzt. Ja, wird ein spannender Tag, ich habe das ja heute Mittag schon gesagt. So, das ist heute Thiris Offroad-Piste. Unfreiwillig, aber gewünscht. Wurde vorgeschlagen als Option, nicht meine Idee. Ja, das ist immer ganz praktisch, wenn man die Sprache des Landes spricht. Oder jemanden kennt, der sie spricht. Das reicht dann auch meist schon. Na, guck mal hier, gefährliche Brücke. Ganz schnell rüber. Aber ich glaube, der eine hat gesagt, die kann man. Ist er auch schon gefahren oder was? Mit Sagt er? seinem Fiat Panda. Mit seinem Fiat. Und das hättest du jetzt nicht sagen können, oh Gott, wie peinlich. Mit seinem Fiat mich Panda. gefragt. Oh nein. Und dann schaffen die Motorradfahrer das nicht? Wenn man mit dem Fiat Panda durchkommt? Nein, die haben nur Straßenreifen. Null Profil. Ja, wir hätten ja ein bisschen nachschnitzen können, oder? Hier geht's ja noch, aber durchs Wasser, auch wenn das irgendwelche nassen Steine sind, Also die Itchy hätte das bestimmt gemacht, ha? keine davon war Itchy. Ach so, hast du geguckt. Aber es ist wild romantisch hier. Oh, und welchen schon mal jetzt? Ja. Wo müssen wir denn hin? Voilà. Die haben nichts gesagt vom Abzweig, oder? Nee. Er hat gesagt, immer weiter runter, hat er gesagt, aber es gehen beide Wege runter. Ja. 5 Kilometer, man kann dann nur das sein. Also entweder nach Articol und Le Planot oder nach, oh je, das kann ich gar nicht aussprechen, Voyagny, Lac de Grand Maison oder Montvoisin. Ja, mit der Karte hier keine Chance, aber vielleicht mit dem Handy. Tja, gute Frage, nächste Frage. Wir haben uns für den rechten Weg entschieden und schauen mal, wo wir so lang kommen. Auf alle Fälle wird es jetzt wirklich schon mehr Offroad. Wir sichten immer mal Reifenspuren.
und deuten das mal als ein gutes Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich habe voll getankt. So. Ah ja, stimmt, das ist gut. Voll getankt und für die Hunde das Wasser habe ich auch gerade aufgefüllt. Also es kann eigentlich nichts passieren. Diese Konstruktion hängt hier mitten im Wald und wir haben beide keine Ahnung, was das sein könnte. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Wir haben es geschafft. Yay, supi. Hat geklappt. Wir konnten die Vollsperrung im Wald umfahren. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir auf der richtigen Straße sind. Also das TomTom sagt es zumindest. Gesperrt. Ja, das sieht ja lustig aus. Ah, 2 Meter. Mhm. Dann wollen wir mal hoffen, dass sie das nicht so genau nehmen. Ne? Lässt keiner nach. Ja. Uns ja in Frankreich schon mal passiert, ne? Als wir mit dem 2,50 Meter Anhänger unterwegs waren. Und dann haben wir gesehen, dass die Strecke auf 2,30 Meter Breite beschränkt war. Und wir gedacht haben, naja, komm, passt schon. Und dann haben die da aber irgendwie an so einer Brücke waren da auch Arbeiter, die da gearbeitet haben. Und die haben uns gesehen. Und dann haben sie hektisch angefangen, irgendwas zu machen. Und dann haben wir gesehen, dass sie einen Zollstock rausgeholt haben und nachgemessen haben. Also ja, wir konnten dann Gott sei Dank davor wenden mit dem Anhänger, weil keine Chance mit 2,50 Meter da durchzupassen. Deswegen hoffe ich mal, dass das hier nicht so ganz knapp bemessen ist mit den 2 Metern und dann passt das schon. Also die Aussicht ist auf alle Fälle mal wieder bombastisch. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Alpe d'Huez.
Alpe d'Huez. Und da sind dann, da finden immer irgendwie Fahrradrennen statt oder so, hast du Tour gesagt? de France, eine Pflichtetappe. Ah, Tour de France, okay. Allerdings fahren sie nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad hoch. Ja, mit dem Fahrrad, ja. Dann biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab, dann biegen Sie links ab. Ist tot, alles tot. Das ist Wahnsinn. Diese vielen Häuser, alles zu. Ich habe natürlich auf der Hochfahrt die Strecke, die von der Tour de France gefahren wird, nicht gefilmt. Also eigentlich ist es schon richtig langweilig. Wir wollen jetzt über den nächsten Pass fahren und ratet mal, Route Barrée. Aber jetzt hat uns ein Einheimischer gesagt, angeblich erst ab 17 Uhr und wir haben 16:40 Uhr. Ja, also wir probieren es wieder. Ja, also das ist eindeutig, die Straße ist bereits gesperrt, also der Pass, was auch immer sie da oben machen, sieht interessant aus. Ja, also rechts gibt es einen Fußweg, Le Chemin Historique. Ja gut, ich sehe schon, Thierry will keinen Fußweg fahren. Guck mal, wo das hinführt, die Straße rechts. Ah, wir schauen mal, wo es rechts hingeht. So, der Pass ist jetzt wieder offen. Wir haben pünktlich Feierabend gemacht, sogar 5 Minuten früher. Sehr fein. Ja, wir fahren jetzt noch über den Pass und schauen dann, dass wir ein schönes Plätzchen zum Schlafen finden und möglichst ein bisschen wärmer als die letzte Nacht. Weil ich hoffe, das wird klappen, weil wir haben jetzt tatsächlich hier 18 Grad und ja, das sieht ganz gut aus. Trocken ist es auch, wunderbar, passt alles. Die restliche Fahrt verlief unspektakulär und wir haben dann in der Nähe von Valbonnet einen kleinen, aber feinen Campingplatz gefunden, wo wir diese Nacht verbringen werden. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns. Unsere Reise geht weiter und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, tschüss!